Seltsam, im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den andern, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. Seltsam, im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Ursula? Welche Ursula? Nein, ich bin im Urlaub. Ja, danke, Ende. Jacques, verflucht nochmal, Jacques, ich habe keine Lust, mich ständig zu wiederholen. Ja, ich will auf dieses Titelblatt. Dankeschön, Ende. Mein lieber Fritz, ehe man den Kopf schüttele, vergewissere man sich, dass man einen hat. Jacques? Ja, das ist mir doch egal, ob die Titelseite für den Weltkanzler reserviert ist. Na, dann kaufen Sie den Redakteur, die Redaktion, die Zeitung, von mir aus das ganze verfluchte Land. Ja, ich will auf die Titelseite, Ende. Meine Herren, folgen Sie mir bitte. Jacques, jetzt fallen Sie mir nicht weiter auf die Nerven, dann foltern Sie den Dämlack eben, Sie Dödel. Ja, natürlich tut das weh, das ist ein bisschen der Sinn an der ganzen Sache und das spart immens viel Zeit. Ach, da haben Sie noch nicht drüber nachgedacht. Wissen Sie was? Dann machen Sie das jetzt mal. Dankeschön, Ende. Meine Herren, folgen Sie mir bitte. Jacques, verflucht noch mal! Ich will auf diese Titelseite! Ende! Was wollen Sie denn von mir? Folgen Sie mir bitte. No smoking, please. Also... Oh la la. Welcher blinde, talentfreie Handwerker hat denn dieses Grauen entworfen? Das, mein lieber Franz, ist ein echter Johannes Ude. Ist das so? Meine Herren, folgen Sie mir bitte.
Wie degotant. Wie unsagbar hässlich und stillos dieses ganze Etablissement ist. Mein lieber Fritz, hatten wir nicht explizit die Fürstensuite reserviert? Und dieser stinkende Kuhstall hier soll 5.000 Weltmark am Tag kosten? Das war doch in alter Währung vor dem Krieg, da waren es doch 500.000 Euro, oder? 445.000. 475.000, das muss man sich mal vorstellen. Mon Dieu. Ein Himmelbett. Pfui, alles ist so unglaublich hässlich, so unzivilisiert, so grauenvoll. Na komm toujours, lieber Fritz. Lesen, lutschen, rauchen, schlafen. Lesen, lutschen, rauchen, schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Der Schlaf ist ein kurzer Tod. Und der Tod ist ein langer Schlaf. Was machen wir denn hier? Passiert jetzt endlich etwas? Lieber Fritz, ich brauche sofort Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Dieser Ort macht mich total malade. Lieber Fritz, würden Sie mich möglicherweise kurz in den Arm nehmen? Ein bisschen drücken, ein bisschen liebkosen, trösten. Verehrte und hochgeschätzte Gäste, herzlich willkommen auf Seelenfrieden. Mein Name ist Professor Dr. Immanuel Young. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte chillaxen Sie. Chers visiteurs, bienvenue sur Seelenfrieden. Das ist ja ekelhaft. Je m'appelle Professor Dr. Immanuel Young. Was soll denn das? Asseyez-vous, chillaxez-vous. Dear visitors, welcome on Seelenfrieden. Der soll sofort aufhören, der soll aufhören, der soll aufhören, der soll aufhören, der soll aufhören. Franz, beruhige dich doch. Das soll ausgehen, verdammt nochmal! Franz, beruhigen Sie sich doch. Verehrte und Immer hochgeschätzte soll ich mich Gäste, beruhigen. Ich bin ruhig, verdammt nochmal! Seelenfrieden. Mein Name ist Professor Dr. Was kann ich denn dafür, wenn hier alles so Bitte nehmen Sie Platz. ekelhaft, Bitte unzivilisiert chillaxen und Sie. hässlich ist? Chers visiteurs, bienvenue sur Seelenfrieden. Ja, Je mir ist nun mal die m'appelle Gestaltung Professor meiner Dr. Umgebung Immanuel überaus Young. wichtig. Asseyez-vous, Wie hat Nietzsche noch mal so schön chillaxez-vous. gesagt? Dear visitors, Stil verbessern welcome on heißt den Seelenfrieden. Gedanken verbessern. My name is Professor hört. Dr. Immanuel Young. Please sit down. Chers visiteurs, bienvenue sur Seelenfrieden. Je m'appelle Professor Dr. Immanuel Young. Asseyez-vous, chillaxez-vous. Dear visitors, welcome on Seelenfrieden. My name is Professor Dr. Immanuel Young. Erfolg im Leben ist etwas Sein, etwas Schein und sehr viel Schwein. Verehrte und Sie hochgeschätzte quatschen mich Gäste, andauernd voll. herzlich willkommen. Ich verdurste hier. Seelenfrieden. Wo bleibt denn der Bio-Champagner und das extra zarte Robbenfilet, das ich bestellt habe? Bitte nehmen Sie Platz.
Und Bitte, Mon Schick. Dieu, kann bitte irgendwann mal Cher irgendjemand visiteur, diese bienvenue sur nervenzermürbende Seelenfrieden. Stimme Je ausschalten? m'appelle... Merci. Gott im Himmel sei Dank. Hier wird man ja noch wahnsinnig. Apropos wahnsinnig, es gibt ja einen sehr berühmten Seien Sie doch endlich mal still, Fritz! Sie verstehen einfach gar nicht. Sie verstehen prinzipiell die primären Dinge des Lebens nicht. Das große Ganze. The big picture. Wie sagte Seneca noch einmal? Nicht was, sondern wie man erträgt, ist wichtig. Das, mein lieber Franz, ergibt nicht den geringsten Sinn. Manchmal stünde Ihnen Nachdenken, bedeuten besser zu Gesichte statt permanent einen Ihrer selbsternannten Großmeister zu zitieren, von denen Sie trauriger und peinlicherweise nicht mehr gelesen haben, als deren Zitate und Aphorismen. Dachtest du nicht bis vor kurzem noch, Platon sei ein Planet? Schmack, 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 schmack! Natürlich ergibt das Sinn. Aber wahrscheinlich nicht für Sie, Sie Vollpfosten. Ich hingegen, ich verstehe alles. Ja, denn ich bin hübsch und intelligent. Und Sie sind hässlich und dumm. Na, dann vielleicht noch ein hübsches, intelligentes Küsschen, gefälligter Herr? Jeder Mensch sollte hübsch aussehen. Selbst wenn oder vielleicht gerade, wenn er hübsch gar nicht wahrnehmen kann. Ja, wie zum Beispiel Blinde. Ja, auch Blinde sollten hübsch aussehen. Jeder Mensch sollte hübsch und intelligent aussehen. Die ganze Welt muss verflucht nochmal hübsch und intelligent aussehen. Haha, jetzt ein Faschist. Und übrigens, ein Aphorismus ist das Ende einer langen Gedankenkette. Aber schlafen Sie ruhig. Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem im Theater. Das ist ja lustig. Lieber hochgeschätzter Witzfritz. Fritz, Witz, Fritz, Fritz. Ja, vielleicht ist das ja die Lösung. Vielleicht sollte ich alles nur mit etwas mehr Humor nehmen. Denn wie sagt man so schön? Humor, das ist der Regenschirm der Weisen. Ach, und übrigens, Fritzi Witzi zum Mitschreiben. Lieber gut zitiert als minderhirnig nachgedacht, nicht wahr? Oh, Franz, du bist ein... Genie, ein verkannter Genius. Irgendwann einmal werden alle dich zitieren, wie du andere zitiert hast. Der große Franz Freudenthal hat einmal gesagt, dass Albert Einstein gesagt haben soll, 2 Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. In dem Zitat geht es übrigens um Sie, mein liebster, hochverehrter Franz. Schweigen Sie! Genie, verkannter Genius. Geist, Götter, Koryphäen, versammelt euch. Eilet herbei. Ja, man muss schlussendlich beipflichten. Ich ergebe mich. Der Gesellschaft sind 2 wahrhaftig einzigartige Großdenker durch die schöpferischen Lappen gegangen. Zu welch geistigen Höhen hätten jene 2 emporsteigen können, hätte man sie doch nur mit Helium aufgeblasen. 2 Spatzenhirne, die sich um den dicken, fetten, glibbrigen Wurm der Weisheit streiten. Nun ja, beschließen wir dieses Thema vorerst. Denn ich möchte nun vielmehr die Gelegenheit nutzen, Ihnen die Hintergründe des bisherigen Geschehens nahezulegen. Wir schreiben das Jahr 2020. Weltweit werden tagtäglich Milliarden von Menschen Opfer der digitalen, medialen, narzisstischen, hedonistischen, karrieristischen, selbstausbeuterischen, masochistischen, egomanischen und konsumorientierten Reizüberflutung und Suggestion durch das Establishment. Auf bis dato unerklärliche Weise erkranken schlagartig hunderte Millionen Bürger der ersten Welt epidemisch an Anhedonie, der Unfähigkeit, Freude, Lust und Befriedigung zu empfinden. 2 Musteropfer
dieser unsäglichen Umstände sind die ungleichen, aber dennoch unzertrennlichen Aristokratensöhnchen Franz und Fritz Freudenthal. Franz und Fritz sind Zeit ihres Lebens weltberühmt. Sie sind die Sprösslinge und Milliardenerben des legendär berüchtigten Chansonniers Friedrich Freudenthal und der Ausnahme-Performance-Künstlerin und Gründerin der Sektenpartei Hedonismus für die Welt, Luise Freudenthal. Beide Elternteile stürzten sich über die Maßen berauscht von Alkohol, Opium und Lachgas im Zuge einer Neujahrsperformance auf dem Times Square als Manifest der grenzenlosen Liebe und für den hedonistischen Weltfrieden vor laufenden Kameras und vor den Augen ihrer Kinder in den Freitod. Franz und Fritz, erschüttert und traumatisiert von dieser Tragödie, werden daraufhin, wie im letzten Willen der Eltern verankert, in die Obhut einer nudistischen Künstlerkommune namens Der Körper muss atmen übergeben, die ihre Kinder streng nach der weltweit praktizierten Philosophie der von Luise Freudenthal gegründeten Sektenpartei, die Spaß als höchstes Gut im Leben ansieht, erziehen soll. Dies geschieht mit viel Fürsorge und großem Erfolg. Schon bald entwickeln sich Franz und Fritz zu vollwertigen Musterbeispielen hedonistischen Ausmaßes. Nach Jahren des exzessiven Genusses und Missbrauchs aller erdenklichen Luststimulanzen, einer grandios gescheiterten Kabarettistenkarriere unter dem Namen Gebrüder Freudenthal, einer Doppelpräsidentschaftskandidatur für die Weltspaßpartei und mehreren gescheiterten Blitzehen erkranken die beiden wie hunderte Millionen andere Bürger der ersten Welt unerwartet und plötzlich an Anhedonie. Völlig sinnentleert und gepeinigt durch ihr jämmerliches, lust- und spaßfreies Dasein vegetieren sie dahin, bis sie auf die neue, einzigartige Luststimulitherapie des weltberühmten und angesagten Psychotherapeuten Professor Dr. Immanuel Young aufmerksam werden und darin die Lösung all ihrer Probleme sehen. Ort des bisherigen Geschehens ist die Hauptresidenz des renommierten Luxustherapie-, Entzugs- und Wellnessresorts Seelenfrieden Island. Soweit, so gut. Vielen herzlichen Dank für Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ekel mich an! Mir wird irgendwie gerade ein bisschen unwohl. Oh. Boah, mir wird ganz schummrig. Ich brauch sofort Alkohol! Fritz, ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Fritz, ich glaube, ich... Oh Gottes Willen. Fritz, ich glaube, ich sterbe. Ich sterbe. Oh Gottes Willen. Ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Man muss schweigen oder Dinge sagen, die noch besser sind als das Schweigen. Schnitt! Oh nee. Das ist doch wahrhaftig nicht euer Ernst. Ihr Anfänger. Ich habe schon viel Mist in meinem Leben gesehen, ja? Aber diese Anhäufung von einem Scheißhaufen übertrifft wirklich alles. Ihr Fotzen! Ihr ruiniert meinen Film, mein Werk! Ich will sterben. Schorsch, fandst du es jetzt gar nicht gut? Weil ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich hatte auch ein gutes Gefühl. Ja. Ich meine, was sollen wir denn anders machen? Alles. Einfach alles. Ich will jetzt erstmal eine Brause. Verflucht nochmal, ich brauche eine Brause. Aber mit Strohhalm. Hans! Bitte schön, George. Dankeschön, George. Verfluchte Scheiße. Ihr habt wohl gar nichts kapiert, hm? Das war einfach grauenvoll. Also, George, ich meine, irgendwie konstruktive Kritik hat ja seine Berechtigung Ja, irgendwie. find ich auch, ja. Aber ich finde, du musst jetzt nicht gleich so ausfallend und privat werden da. Ja, finde ich auch. Also, wenn du uns sozusagen irgendwie geläufig
erklären könntest, was das eigentlich soll, ja, dann wäre das vielleicht auch besser zu spielen. Erklären. Ja. Ich soll jetzt hier alles erklären. Ihr habt doch das Drehbuch gelesen und begeistert zugesagt. Man sagt doch keinen Film zu, wenn man die Thematik nicht versteht. Oder geht's euch nur um die Kohle? Seid ihr so billige Huren? Nein. Schorsch, nein, natürlich Überhaupt nicht. nicht. Wir haben beide das Drehbuch gelesen und ich würde auch sagen, wir haben das verstanden, Mit oder? Begeisterung gelesen. Mit Begeisterung. Ja. Aber ich glaube, was uns so als Stütze helfen könnte jetzt für den weiteren Verlauf des Drehs, wäre, wenn du vielleicht einfach den Film oder die essentielle Botschaft des Films in einem Satz zusammenfassen könntest. Finde ich auch, weil das ist mir auch nicht so ganz 100%. Die essentielle Botschaft des Films. Jetzt, mitten im Dreh. Ihr habt wohl völlig den Verstand verloren. Also gut. Einmal zum Mitschreiben, ja? Also in meinem Film, da geht es um die große Menschheitsfrage, was ist denn das? Das schöne Leben. Mein Film handelt von Freiheit, von Gerechtigkeit, von dem Glück, vom Kapitalismus, vom Tod, von der Liebe. In meinem Film, da wird die entsetzliche Fratze der menschlichen Existenz aufgezeigt. Wir werden ja alle in dieser Welt irgendwie hineingeboren und sterben dann irgendwann wieder zufällig. Aber dazwischen, und dafür seid ihr beide das allerbeste Beispiel, dazwischen gibt es eine endlose Periode grenzenloser Dummheit. Also, um es kurz zu machen, ganz grob. Mein Film handelt von der Dummheit der Menschheit. Habt ihr es jetzt? Alles klar? Kapiert? Capiche? Claro que si? Okay? Ja, okay. 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 Ja, dann bitte machen wir weiter auf Position. Ton läuft. Kamera läuft. Bitte! Ich glaube, ich sterbe. Man soll schweigen oder Dinge sagen, die noch besser sind als das Schweigen. Liebe hochverehrte Gäste, erwachen Sie nun bitte langsam aus Ihrem warmen Schlummer. Et voilà! Lassen Sie uns nun direkt mit Stufe 1 meiner einzigartigen und preisgekrönten Luststimuli-Therapie beginnen. Das Motto dieser Stufe lautet Activus Vegetus, zu Deutsch Bewegung. Mein Cheflakai Rüdiger wird sich nun Ihrer Schusswaffen annehmen. Bitte leisten Sie keinen Widerstand. Dies geschieht lediglich zu Ihrem eigenen Wohl und zu Ihrer eigenen Sicherheit. Geh schon her. Jetzt wird man hier auch noch seines Grundrechts auf Waffenbesitz beraubt. Das ist die reinste Diktatur. Anschließend wird Rüdiger Sie nach draußen geleiten und Sie mit den Annehmlichkeiten meines einzigartigen und persönlichen Garten Eden genauestens vertraut machen. Vertrauen Sie mir, ich bin stets bei Ihnen und wache schützend über Sie. Folgen Sie mir bitte. Wie meinen? Wo sind unsere Taxis? Mit den Sklaven? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich auch nur 1 Meter zu Fuß zurücklegen werde, Sie Witzfigur von einem Cheflakaien. Er. Folgen Sie mir jetzt. Den Teufel werde ich tun. Ich will sofort meine Sklaven hier antanzen sehen und zwar pronto. Los, du Penner. Beweg dich. Hast du den Verstand verloren, du dämlicher Lakai? Los, du Penner. Marschschritt. Auspeitschen lassen werde ich dich. Auspeitschen! Es ist ja eine Unverschämtheit. Ich werde Sie auspeitschen lassen. Das ist Sklaverei, was Sie hier tun.
Franzi. Sie sind so wunderschön. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Sie sind wunderschön. Liebe. Sie. Ich liebe dich. Meine hochverehrten Herren, entkleiden Sie sich nun bitte hurtig bis auf Ihre Dessous und planschen Sie wie ein frisch geborenes, Nein, lebensbejahendes das geht jetzt entschieden zu weit. Ich werde sicher nicht Viel planschen. Spaß. Ich bin doch nicht verrückt. Ich gehe doch Tschüss, nicht in diese Ihr Professor Dr. Matschbrühe Young. da rein. Ich werde nicht planschen. Ich werde... Geh planschen, du Penner. Ey, du scheiß Sklaventreiber! Du blöder Lakai, du... Du blöde Wildsau! Los, ihr Penner. Los, weiter. Hochverehrte Gäste, entreißen Sie sich jetzt bitte augenblicklich den unbändigen Fluten meiner göttlichen Therme und machen Sie sich hurtig auf den Nachhauseweg, bevor die Dunkelheit über Sie hereinbricht. Laufen Sie so schnell Sie können. Have fun. Küsschen, Ihr Doc Young. Wo bin ich? Was ist passiert? Sie sind im Himmel, liebster Franz. Ach, schweigen Sie, Sie Schmock! Oh. Ich habe auf einmal ganz fürchterlichen Hunger. Und Durst. Wolltest du nicht ohnehin abnehmen? Schweigen Sie, habe ich gesagt! Good morning. Ich hoffe, Sie haben wohl genächtigt. Et voilà. Das Motto an diesem herrlichen, friedlichen und sonnigen Tag lautet Tranquilitas. Zu Deutsch Entspannung. Gott sei Dank. Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde. Das erklärt manches. Schmeißen Sie sich nun geschwind in die gemütlichste Ihrer gemütlichen Roben und folgen Sie meinem Cheflakaien Rüdiger in meinen persönlichen Garten Eden.
Was, wo? Wo sind denn meine Sklaven? Mit den Taxis? Es war doch die Rede von Entspannung. Er. Meine Herren, folgen Sie mir bitte. Was? Schon wieder dieselbe Scheiße? Einen verfickten Teufel werde ich tun. Ich will sofort meine Sklaven hier antanzen sehen. Ich will Entspannung und zwar pronto! Hilfe! Wo bin ich? Wie ist das möglich? Ist was passiert? Willst du mich verarschen, du dämlicher Schmock? Wir sind gerade teleportiert worden. Wie ist das möglich? Hilfe! Stopp! Stopp! Sind wir schon wieder zu Hause? Gibt es was zu essen? Bitte, lieber Rüdiger, bitte hören Sie auf, verschonen Sie mich. Wie ist denn das verdammt nochmal möglich? Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Oh, lieber Rüdiger, das ist ja ein Hermann-Hesse-Zitat. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie so viel Bildung besitzen. Chapeau! Liebster Franz, Leute wie Sie, die im Kleinen nichts leisten, bilden sich gerne ein, sie wären für was Größeres geboren. Lieber Fritz, Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. Er. Schweigen Sie, kleinen Dämlacke. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Aussicht. Erlösen Sie mich! Ich hab solche Höhenangst! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Hui! Schon viel besser. Ui, macht der Kleine etwa schon wieder Bubu? Ich will dich küssen, Üssen. Darf ich dich küssen, Üssen? Bürschchen, du machst mich fertig. Musst du das denn unbedingt so suffisant vor dich hinlutschen, du Vollkoffer? Du versaust mal wieder alles. Was schaut das für ein Ton? Halt die Fresse, du Nichtskönner, Kleines. Du hingegen bist voller Anmut und Grazie, ein veritabler Augenschmaus. Halt die Fresse, du Fotze. Ja, gut. Dann machen wir weiter, ja? Ohne Sie, oder was? Ich brauche eine Pusteblume. Also. Jetzt warte doch mal. Ja, mach. Ja. Ton. Moment, Schorsch. Doch mal kurz. Kamera. Kamera läuft. Und bitte! Ich will dich küssen, Üssen. Oh, naja. Du bist so wunderschön. Sag mal, jetzt haut er ab. Ja komm, geh saufen, du Idiot. Schnitt! Ich liebe dich, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich, ich liebe dich. Oh, wo bin ich? Was? Sie werden nicht glauben, was ich geträumt habe, lieber Fritz. Dann erleuchten Sie mich doch. Ich habe geträumt, Rüdiger könne tatsächlich teleportieren. Wie lächerlich, nicht wahr? Ja, lustig. Meine hochverehrten Herren, ich hoffe, Sie hatten einen ruhigen und entspannten Tag. Erwachen Sie nun aus Ihrem warmen Schlummer und machen Sie sich potzblitz auf den Nachhauseweg, bevor die Dunkelheit über Sie hereinbricht. Have fun! Das darf nicht wahr. Home is where the Teppichboden is. Haben Sie etwas verlautet, lieber Franz? Zu Hilfe! Aufhören! Schreien löscht das Feuer nicht, Franzi. Zu Hilfe! Aufhören! Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour, goody morning. Ich hoffe, Sie haben wohl genächtigt. Yes, yo, lassen Sie uns geschwind Stufe 3 meiner einzigartigen und preisgekrönten Luststimulitherapie erklimmen. Das Motto dieser herrlichen, seelenfriedlichen Morgenstunde lautet Stimulatio, zu Deutsch
Anreiz oder Anregung. Meint ihr etwa Sex? Endlich. Der Unverstand, Franz, ist die unbesiegbarste Macht auf Erden. Okidoki, let's go. Schmeißen Sie sich nun geschwind in den von mir höchstpersönlich für Sie designten und handgenähten Seelenfriedschen Hausanzug der Frohlockung, den Ihnen mein Cheflakai Rüdiger in wenigen Wimpernschlägen überreichen wird. Folgen Sie ihm anschließend in meinen persönlichen Garten eben. Der Körper muss atmen. Yes, bye bye, see you later, yours Doc Young. Das ist ja unerhört. Ich mache hier nicht mehr... Da ist ja endlich mein Taxi. Jetzt haben diese Vollpfosten das geschnallt. Aber, wo sind denn die verdammten Sklaven und wo ist Fritz' Taxi? Los, höher. Ab. Los. Mal, bist du besoffen? Das ist mein Taxi. Geh aus meinem Taxi raus. Höher, los, ihr Penner. Ihr Penner, ihr Sklaven. Los, höher. Verdammt! Schnitt! Aus! Ende! Ich hab keinen Bock mehr! Geh nach Hause! Sag mal, Jüngelchen, du bleibst hier. Du hast sie doch nicht mehr alle. Schorsch, bitte. Die Szene war wunderbar. Und du, Stümper, versaust mir mit deiner Minderhirnigkeit diesen ganzen schönen Take. Hey. Ich sollte dich auspeitschen. Mit der Peitsche in die Fresse hauen sollte ich dir. Nochmal, halt doch deine Fresse, du verdammter Fettsack. Ich habe keine Lust, diese pathetische Flitzekacke zu drehen. Das kannst du mit deiner Mutter machen, aber nicht mit mir. Und was sollen diese peinlichen Sklavenkostüme, Mann? Ich schwitze mir auf, Alter. Verstehe die auch nicht so ganz. Sag mal, aber das liegt doch nun wirklich auf der Hand. Also, nochmal zum Mitschreiben. Die Menschen sind alle unfreiwillig Sklaven. Sie werden als Sklaven geboren und sie verrecken auch wieder als Sklaven. Sie sind Sklaven ihrer selbst. Sie sind Sklaven des Establishments. Auch ihr seid nichts als Sklaven. Sklaven der Filmindustrie. Die Menschen sind Sklaven. Oh, Schorsch. Oh, Schorsch, du seltenes Vöglein. Du bist eine wahrhaftige Zier für deine Spezies. Schorsch Maria Bollerhuber, geboren 1970, ist ein ehemals gefeierter Theaterregisseur, Drehbuchautor und Filmregisseur. Im Jahre 2016, am eigentlichen Höhepunkt seiner Theaterkarriere, wechselte er völlig überraschend und für die breite Öffentlichkeit gänzlich unverständlich von heute auf morgen in die Filmbranche und kehrte dem Theater trotz weltweit hochkarätiger Angebote den Rücken. Er landete entgegen aller Erwartungen prompt 2 internationale Kassenschlager. Seine letzten beiden Filme allerdings waren das reinste Kassengift, wurden von den Kritikern als pseudo-avantgardistische Blindmacher abgestempelt und vom Publikum ausnahmslos belächelt. Schorsch hat seitdem einen unaufhaltsamen Hang zum Alkoholismus, zu jüngeren Frauen und dubiosen Sportwetten. Und als wäre das nicht schon genug, hat er zudem 5 uneheliche Kinder von 5 verschiedenen Frauen auf 5 verschiedenen Kontinenten. Da ihm nun zu allem Übel aufgrund der hohen Kosten des aktuellen Films auch noch das Geld für die Alimente ausging, musste er letzte Woche aus seiner Renaissance-Villa in der Schorsch-Maria-Bollerhuber-Allee aus und in die Garage seiner 83-jährigen Mutter einziehen. Das alles mag vielleicht auch ein wenig seine leicht eigenwillige, gereizte und spröde Art Und genau das will ich mit meinem Film erzählen. Ihr seid Sklaven, Kopfsklaven, capiche, comprende, claro que si, okay? Ja, okay. Ja, okay. Also, dann bitte wieder auf Anfang. Ton. Ton läuft. Kamera. Kamera läuft.
Und bitte! Hör los! Hör! Ihr Schwächlinge! Franz? 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 Franz, geh sofort! Geh sofort von ihm runter! Hör sofort damit auf! Franz, geh sofort von ihm runter! Spinnst du? Ich versuche uns lediglich zu befreien, Mann! Sei still! Ich ertrage dieses Schauspiel nicht länger. Welches Schauspiel? Verdammt dich. Wie erkläre ich dir das, Franz? Was willst du mir erklären, Fritz? Franz, komm mal mit. Ich muss dir etwas beichten. Komm. Fritz, du machst mir Angst. Komm, Franz. Fritz, was musst du mir sagen? Du machst mir Angst. Ich habe dich angelogen, Franz. Du hast mich angelogen? Wie angelogen? Was meinst du? Ich bin gar nicht krank. Ich habe mir das alles nur ausgedacht, damit du die Therapie machst. Fritzi, du bist doch mein Bruder. Der einzige Mensch, dem ich in dieser grauenhaften Welt vertrauen kann. Und du hintergehst mich einfach so schamlos? Franzi, es tut mir wirklich leid, aber ich habe mir einfach solche Sorgen um dich gemacht. Und nicht nur ich, sondern auch all unsere Freunde. Du wirktest so verzweifelt und einsam in letzter Zeit. Und außerdem waren wir uns alle ganz sicher, dass du die Therapie niemals aus eigenem Antrieb antreten würdest. Also habe ich mir das alles ausgedacht. Ihr seid doch alle komplett wahnsinnig! Das werde ich euch nie verzeihen. Franzi, es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, aber du musst verstehen, es ist doch nur zu deinem Besten. Es wird alles gut werden, Franzi. Vertrau mir doch. Dir vertrauen. Zu meinem Besten. Du bist doch vollkommen bescheuert, du dumme Sau! Das ist die wahrhaftige Hölle hier. Lieber Fritz, ich halte das nicht mehr aus. Sie müssen mich hier irgendwie rausbekommen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich werde hier wahnsinnig. Ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht. Was? Fragen Sie mir bitte. Nein, auf gar keinen Fall. Bitte, bitte, lieber Fritz, bitte tun Sie mir das nicht an. Ich tue alles, was Sie von mir wollen. Ich werde auch aufhören, der ewige Klugscheißer zu sein. Ich werde mich von nun ab nur noch lieb und nett benehmen. Aber bitte, lieber Fritz, erlösen Sie mich von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es tut mir leid, Franzi. Da musst du jetzt durch. Es geschieht alles zu deinem Besten. Rüdiger, walten Sie Ihres Amtes. Nein, bitte nicht! Hallo? Hallo? Fritz? Rüdiger? Hallo? Hallo, wo seid ihr denn? Jetzt kommt raus, verdammt nochmal. Fritz! Rüdiger! Ich hab solche Angst. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab solche Angst. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin so alleine. Wer bist du denn? Du kleiner süßer Hund. Ich bin oft so einsam. Magst du vielleicht mein Freund sein? Ich werde dich auch auf den Namen Harry taufen. Mein lieber Franz, du musst doch gar keine Angst haben. Ich bin bei dir. Ich bin dein Freund. Du kannst ja sprechen. Mein lieber Harry. Ach, du weißt gar nicht, wie gut es tut, zu wissen, dass du an meiner Seite bist, mein lieber, lieber Freund. Ja, ja, so ist das oft, nicht wahr, Franz? Weißt du, was ich denke? Angst, das ist gar keine Schande. Wir alle haben oft Angst.
Aber du musst dich deiner Angst stellen. Du musst sie als Stärke und als Schutz begreifen. Erich Kästner, der hat einmal gesagt, wer keine Angst hat, der hat keine Fantasie. Und wie recht er damit hatte. Also, Franz, mach dir keine Sorgen. Sei frei und lebe. Du bist ja ein ganz weiser Hund. Ich danke dir für deine aufmunternden Worte, lieber Harry. Weißt du, ich bin so oft so allein. Und ich habe den Eindruck, dass eigentlich niemand wissen will, wer ich wirklich bin und was meine wahren Gefühle sind. Nein, alle wollen immer nur den gut gelaunten, den gut aussehenden, den intelligenten Franz, der alles kann und alles schafft, der etwas Besonderes ist. Aber weißt du was, Harry? Ich glaube, ich bin gar nichts Besonderes. Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch. Und ich möchte, als der ich bin, bedingungslos geliebt werden. Aber wer bist du denn, Franz? Ja. Wer bin ich denn? Ich bin ein kleiner, ein einsamer, ein sehr, sehr trauriger Junge, der mit ansehen musste, wie seine Eltern sich in den Tod gestürzt haben und der diesen Schmerz bis heute nicht überwunden hat und der sich deshalb hinter einer wahnsinnig peinlichen Maske aus Hedonismus und Narzissmus versteckt. Lieber Harry, ich glaube, dir kann ich sagen, ich nutze den Narzissmus als Narkose. Mein lieber Franz, ich danke dir für deine offenen Worte. Weißt du, du bist ein sehr, sehr mutiger, guter und wertvoller Mensch. Aber du musst beginnen, dich selbst zu lieben. Ja, es gibt keinen Grund auf der Welt, sich selbst nicht bedingungslos zu lieben. Weißt du, wie sollen andere dich denn lieben, wenn du es nicht einmal selber tust? Ja, das ist der Schlüssel zum Glück. Oh, mein lieber Harry. Mir geht's jetzt schon viel besser. Das, was du da gerade gesagt hast, das hat mir so gut getan. Aber weißt du, nach all diesen schwerwiegenden Worten, da würde ich einfach gern ein wenig mit dir spazieren gehen. Einfach flanieren. So zur Entspannung. Möchtest du das? Oh ja, lieber Franz, das möchte ich. Ja, Harry, genau das machen wir. Komm. Pass auf, Franzi, hinter dir! Das kitzelt, itzelt. Ha! Das kitzelt, itzelt. Au. Das kitzelt. Sag, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Aber das kitzelt, itzelt. Sag's. Ja, ich liebe dich. Aber hör auf zu kitzeln, itzeln. Das kitzelt, itzelt. Aufhören. Ja, ich liebe dich. Aufhören. Wer sind Sie? Hören Sie sofort auf. Hören Sie auf, mich zu kitzeln. Auf. Sie sind so wunderschön. Bleiben Sie stehen. Bleiben. Sie stehen.
Aufhören! Aufhören! Ah! Aufhören! 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 Hilfe! 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 Guten Morgen, lieber Franzi. Was ist los? Du hast überlebt. Glückwunsch. Darauf kannst du stolz sein. Das schafft nicht jeder, wie mir erzählt wurde. Aber jeder... Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour, bonjour, good morning. Ich hoffe, Sie haben mehr als wohl genächtigt. Meine Herren, entschlüpfen Sie nun bitte hurtig der Sanftheit Ihrer morgendlichen Robe und folgen Sie mir bitte potzblitz auf die 4. Stufe meiner einzigartigen und preisgekrönten Luststimuli-Therapie. Schnell! Ihr müsst da viel mehr Hass reinbringen, die Charaktere, so wie Schorsch das nun mal haben möchte. Ja, genau. Ja, wo ist der überhaupt? Der ist im Bett. Der ist im Bett. Was, im Bett. Super, liegt mit irgendeiner Nutte in der Koje, während ich hier um 5 Uhr morgens angekettet irgendwie mit Blut in einer scheiß Brandung rumsitzen. Der braucht halt seinen Schlaf. Ja, der braucht seinen Schlaf, du brauchst gleich einen in die Fresse, du Penner. Jetzt verpiss dich, wir machen es weiter, echt. Jetzt beruhig dich. Mann, das nervt mich einfach sowas. Wir machen das einfach und dann ist gut, okay? Ja. Also jetzt. Tut mir leid, aber... Ja, tut mir leid, fick dich, hau ab und wir machen weiter. Okay, dann auf Position. Sind wir schon, wie du siehst. Ton. Mann, ey. Ton läuft. Kamera. Bitte. Es ist besser für das, was man ist, geliebt zu werden, als für das, was man nicht ist. Nee, andersrum. Es ist besser für das, was man ist, gehasst zu werden, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Ein Freund ist einer, der alles von dir weiß und der dich trotzdem liebt. Das Motto an diesem herrlichen, friedlichen und sonnigen Tag lautet Interagere, zu Deutsch Interaktion. Heute ist der Tag der großen Eroberungen. Und bedenken Sie, Liebe hat viele Gesichter. Interagieren Sie. Streicheln Sie. Soll ich mich jetzt in ein Schaf verlieben, oder was? Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Streicheln, ihr Schmocks. Interagieren Sie. Beobachten Sie. Telepathieren Sie und füttern Sie. Soll ich mich jetzt in beschissene Vögel verlieben, oder was? Piep, piep, piep. Der Baum kann sich den Vogel nicht aussuchen, der auf ihm landet. Piep, piep, piep. Los, beobachten. Telepathieren und füttern, ihr Schmocks. Oh, die sind aber wirklich niedlich. Meine lieben Herren, ich habe nun eine kleine Überraschung für Sie. Ui, ich bin schon fürchterlich aufgeregt. Los geht's. Augen zu durch Herr van Rollstuhl reingefahren oder was? Ich will sterben! Ja, Franzi. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Das ist meine Traumfrau. Das ist meine Traumfrau. Das ist meine Traumfrau. Hocherfreut, meine Dame. Mein Name ist Friedrich Balthasar Freudenthal. Enchanté. Marie-Estelle Antoinette Chevalier. Enchantée. Das ist meine Traumfrau. Das ist meine Traumfrau. Das ist meine Traumfrau. Darf ich Ihnen meinen verzogenen Halbbruder vorstellen? David Alain Bonaparte Forestier. Das ist meine Traumfrau. Das ist meine Traumfrau. Das ist meine Traumfrau. Das ist meine Traumfrau. Entschuldigen Sie bitte das pflegelhafte Verhalten meines Bruders. Er leidet an einer seltenen Krankheit. Was? Krankheit? Du Sau! Du Wildsau! Ich bin überhaupt nicht krank! Das ist meine Traumfrau! Franz, was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie etwa vergessen, Ihre Medizin einzunehmen?
Meine Medizin, du blöde Sau! Das ist meine Traumfrau! Mein lieber Franzi, beruhigen Sie sich doch bitte. Alles wird gut. Sie werden sehen. Alles wird gut. Ich habe Ihnen sogar ein kleines Begrüßungsgeschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Ja. Das ist ja Harry. Harry, wo bist du denn gewesen? Ich hab dich so vermisst. Es freut mich wirklich sehr, dass Ihnen das Geschenk so gut gefällt, aber wer ist Harry? Er ist Harry. Das ist mein lieber Harry. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen, aber nochmals, es freut mich wirklich sehr, dass Ihnen das Geschenk so gut gefällt. Er ist auf den Hund gekommen. Genial. Kleines Fantastisch, du bringst es einfach. Ach, mein lieber Georgie. Fick dich. Komm, geh einfach einen Broiler essen. Oder einen Donut. Ja, okay. Haltet die Fressen, ihr Fotzen! Ich habe überhaupt gar nichts gesagt. Haltet die Fressen und geht an die Arbeit. Hans! Und überhaupt, zum Mitschreiben. Bitte schön, George. Da muss viel mehr Hass in die Charaktere. Ihr müsst diese widerwärtigen Kreaturen von innen her so zermürben und zertreten, dass sie platzen und ihre glibbrigen Gedärme an der Wand kleben. Moment mal, das ist doch ein schönes Bild für den Schluss. Ja, das ist ein wunderbares Schlussbild für meinen Film. Ein veritables Schorsch Maria Bollerhuber-Finale, oder? Du heißt Bollerhuber, bist du ganz so besoffen. Ja, ist ja jetzt gut! Mann, ja. Okay. Ja? Ja, okay. Okay. Dann Scheiße auf Position. Und scheiß Ton bitte. Ton läuft. Scheiß Kamera. Kamera läuft. Und Scheiße nochmal, bitte! Es ist Harry, mein lieber süßer Harry. Harry. Er ist auf den Hund gekommen. Huhu. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß miteinander. Folgen Sie nun bitte fix meinem Cheflakaien Rüdiger in meinen persönlichen Garten Eden. Er war so frei, für Sie im mondänen Halbschatten ein deliziöses Picknick anzurichten. Futti, futti, have fun, Kuss. Huhu again. Ich hoffe, alles ist zu Ihrer Zufriedenheit. Seien Sie nun bitte so gütig und trinken Sie innerhalb von 1 Minute 5 große Schnäpse auf Ex und rauchen Sie dazu so viel wie auch nur irgendwie menschenmöglich. Widmen Sie sich bitte anschließend wohlwollend den von mir für Sie höchstpersönlich liebevoll beschrifteten und handgefalteten Zettelchen. Auf die Plätze, fertig, los. Los geht's, have fun. Tschüssi. Oh, wie entzückend, anmutig und niedlich zugleich. Mon Dieu, wären doch nur alle Menschen von Natur aus so grenzenlos verdorben. Dann hätte ich a priori viel weniger zu tun. Nun aber zu Professor Dr. Immanuel Young. Mon Dieu, was für ein Schmuck! Von seinem Cheflakaien Rüdiger wage ich erst gar nicht anzufangen. Professor Dr. Immanuel Young, geboren 1980 in Baden-Baden unter dem bürgerlichen Namen Michael Jürgen Müller. Aha. Harvard, Tokio, bla 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 bla. Hat Karriere gemacht. Langweilig. Er wurde 2016 Besitzer, Cheftherapeut und Mediator des bereits genannten Luxustherapie- und Entzugsresorts Seelenfrieden Island.
Er ist der Gewinner des Psychoanalysis Genius Awards 2017 und gilt als sehr charismatisch und ausgesprochen charmant. Gerüchten zufolge hat ihn allerdings seit 2 Jahren kein menschliches Wesen mehr wahrhaftig zu Gesicht bekommen. Angeblich soll er sich einer Gesichtsoperation unterzogen haben und nur noch inkognito praktizieren. Andere mysteriöse Quellen wiederum behaupten, eines der 3 weltführenden Multimedia-Unternehmen habe das Ressort unter der Hand erworben und sich anschließend Professor Dr. Youngs aus Rentabilitätsgründen auf charmante, aber tödliche Art und Weise entledigt. Der Konzern versucht nun mit Archivtonaufnahmen des bereits verstorbenen Young den therapeutischen Schein zu wahren, um aus reiner Profitgier verzweifelten und ahnungslosen Weltbürgern mit stumpfen Pauschaltherapien das Geld aus der Designertasche zu ziehen. Alles ist möglich. Entscheiden Sie. Tandradai. Fertig! So schnell, du hast geschummelt. Nein, ich habe meine Wünsche aufgeschrieben. Die 3 Wünsche, die ich mir von dem Wunsch wünsche. Also, pass auf. Erster Wunsch. Grenzenlose Schönheit. Geile Veränderung. Zweiter Wunsch? Gut. Zweiter Wunsch? Unbegrenzter Reichtum. Auch keine Veränderung. Und jetzt kommt, Achtung. Jetzt kommt mein Hey, hört doch mal zu. Hallo, ihr sollt mir einen Wunsch anhören. Wunsch Nummer 3. Kein Flugzeug, du Arschsau. Das Flugzeug. Nein, mein dritter Wunsch ist nämlich ein sehr wichtiger Wunsch. Und zwar geht er so. Weltfrieden. Unmöglich! Frau Zelt, Marie. Also, ich bin dran. Also, mein erster Wunsch ist, ich möchte gerne ficken. Also überhaupt keine Veränderung. Nummer 2. Wunsch Nummer 2. Ich möchte gerne saufen und rauchen. Jawohl. Also, Wunsch Nummer 3. Ihr Lieben, das ist was Ernstes, deswegen bitte ich euch um Stille. Wunsch Nummer 3 ist, ich möchte gerne den Welthunger stoppen. So. Jetzt ich. Wunschlos glücklich. Ich hab schon alles. Stopp, war ein Witz. Also Wunsch Nummer 1, viel lesen. Also keine Veränderung. Wunsch Nummer 2, viel rauchen. Keine Veränderung. Wunsch Nummer 3, Franz wird am Ende doch noch intelligent. Unvorstellbar! Was? Du Sau! Du bist eine Sau, du blöde Wildsau! Du bist doch, eine Sau! Jetzt setz dich doch nur zu deinem Bett. Du bist eine Sau! Mensch, Franz. Du bist eine Sau! Ja, Schnullerbäckchen. Eine Sau! Ja. So, und nun zu dir, David Alain. Nun zu dir. David. Ja, das muss ich machen, weil der Schmuck spricht ja nicht. Was? Wieso? Ja, der hat Stille. Hat Für immer. Stille? Ja, komm, gib mal her. Was hat er denn aufgeschrieben? Hallo? Also, David Alain. Wunsch Nummer 1, ewiges Schweigen auf Erden. Ja, ist überhaupt keine Veränderung, ne? Wunsch Nummer 2, ewige Isolation. Überhaupt keine Veränderung. Da am Tisch.
Wunsch Nummer 3, den Tod meiner Halbschwester. Oh. Du kleiner Ficker! Kleiner Bastard, du hättest nie geboren werden sollen! Bravissimo, meine Herzallerliebsten. Wie entzückend, anmutig und niedlich zugleich. Das haben Sie ganz wunderbar gemacht. Weiter geht's, meine Liebsten. Bilden Sie nun spontan 2 Tanzpaare und lassen Sie es mal so richtig dolle krachen unter Ihren Füßchen. Hier die Musik. Los geht's. Kisses. Mua. Bitte chillaxen Sie. Chillaxen. Please, chillax. Der Körper muss atmen. Bitte chillaxen Sie. Chillaxen. Please, chillax. Der Körper muss atmen. Bitte chillaxen Sie. Chillaxen. Chillaxen Sie. Chillaxen. Please, chillax. Der Körper muss atmen. Bitte chillaxen Sie. Chillaxen. Please, chillax. Der Körper muss atmen. Bitte chillaxen Sie. Chillaxen. Hände hoch, ihr Schweine! Jetzt ist Schluss mit der Scharade. Marie Estelle ist meine Traumfrau. Ich liebe dich, Marie Estelle. Marie Estelle! Sie ist meine Traumfrau! Congratulations! Toutes mes félicitations! Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Alle elementaren Emotionen sind wieder aktiv und voll funktionstüchtig. Haben Sie es gespürt? Sie fühlen wieder. Sie lieben wieder. Sie hassen wieder. Sie sind wieder ein gesunder Mensch. Feiern Sie. Lassen Sie die Korken knallen. Ich werde in wenigen Wimpernschlägen zu Ihnen stoßen und Ihnen zur Feier des Tages den heiligen Orden des Seelenfriedens überreichen. Oh, lieben Dank, lieber Professor Dr. Young. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Guten Tag, lieber Franz. Mein Name ist Professor Dr. Immanuel Young. Herzlichen Glückwunsch. Genial. Genial. Meine Fötzchen. Genial. Ja, ein wunderbarer Film. Danke. Genial. Da haben wir echt uns gut gemacht, oder? Aufwachen. Wach auf, du Schmock. 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 Franzi, meine Liebe, endlich sind Sie wach. Das Diner ist bereits angerichtet. Wir sollen zurück zum Hotel kommen. Ja, warten Sie noch einen Moment, Fritz. Sie werden nicht glauben, was ich gerade geträumt habe. Ach, lassen Sie mich mal raten. Hatten Sie wieder einen Ihrer weltverschwörungstheoretischen Zukunftsvisionen, Herr von und zu Nostradamus? Was kann ich denn dafür, dass ich nun mal die leibhaftige Reinkarnation von Nostradamus bin?
Sie können mir glauben, manchmal wünschte ich mir auch, ein gewöhnlicher Mensch zu sein. So wie Sie. Gewöhnlich langweilig. Wie heißt es doch so schön? Hochmut reitet zu Pferde aus und kommt zu Fuß zurück. Touché. Und wie heißt es auch so schön? Humor beginnt dort, wo man anfängt, die eigene Person nicht mehr so ernst zu nehmen. Meine hochgeschätzten Herrn Freudenthal, ich wünsche Ihnen ein fröhliches neues Jahr 1920. Das ist aber freundlich, lieber Rüdiger. Vielen Dank, Rüdiger. Ja. Darf ich Ihnen ein neues Spritzer offerieren? Selbstverständlich. Ja, vielen Dank. Hervorragend. Ja. Vielen, vielen Dank. Warten Sie noch einen Moment, Rüdiger. Sie werden nicht glauben, was ich gerade geträumt habe. Ich habe von einem Filmdreh im Jahre 1900... Nein, Blödsinn. Ich habe von einem Filmdreh im Jahre 2020 geträumt. Und die Handlung des Films war folgende. Ich war als Patient in eine absurde Therapieeinrichtung eingewiesen. Und Sie, lieber Rüdiger, Sie waren dort Cheflakai, aber eben auch Cheftherapeut. Also ich kann Ihnen sagen, wenn die Welt in 100 Jahren tatsächlich so seltsam und grauenvoll ist, dann möchte ich gar nicht in der Zukunft leben. Ja. Die haben sogar wieder die Sklaverei eingeführt. Oh, das ist doch unerhört. Das ist der Tisch, ja? Meine Herren, das Dinner ist serviert. Ja. Bitte. Ne? Auf Ihr Wohl, lieber Rüdiger. Kultur ist ein dünner Firnis, der sich in Alkohol auflöst. Wohl wahr, wohl wahr. Kommen Sie, lieber Bruder. Kommen Sie. Gerne doch, gerne doch. Ach du süßer Harry! Wie lustig, dass wir uns gerade jetzt hier treffen. Eben habe ich noch von Ihnen geträumt. Mein lieber Franzi, träum weiter. Schnitt!